In den 1600er Jahren unterhielt die niederländische Ostindien-Kompanie hunderte Schiffe, um in aller Welt mit Gold, Porzellan, Gewürzen und Seide zu handeln. Der Betrieb dieses riesigen Unternehmens war jedoch nicht billig. Um die teuren Reisen zu finanzieren, wandte sich das Unternehmen an Privatleute, die gegen eine Gewinnbeteiligung Geld in die Fahrten investierten. Diese Praxis ermöglichte es dem Unternehmen, immer größere Reisen durchzuführen und so den Gewinn für sich und seine klugen Investoren zu steigern. Durch den Verkauf dieser Aktien in Kaffeehäusern und Schifffahrtshäfen auf dem ganzen Kontinent erfand die niederländische Ostindien-Kompanie die erste Börse der Welt. Seitdem sammeln Firmen Gelder von willigen Anlegern ein, um alle Arten von Projekten zu finanzieren. Heutzutage gibt es Hochschulen, Berufe und sogar ganze Fernsehkanäle, die sich nur mit dem Aktienmarkt beschäftigen. Der moderne Aktienmarkt ist allerdings wesentlich komplizierter als seine ursprüngliche Form. Wie also nutzen Unternehmen und Anleger den Markt heutzutage? Nehmen wir an, ein neues Kaffeeunternehmen will auf den Markt drängen. Dazu wirbt das Unternehmen zunächst bei großen Investoren für sich. Halten diese das Unternehmen für eine gute Idee, können sie als Erste investieren und dann den Börsengang oder IPO des Unternehmens begleiten. Damit gelangt das Unternehmen auf den offiziellen Aktienmarkt, wo Firmen und Privatpersonen, die es für profitabel halten, dessen Aktien kaufen können. Durch den Kauf der Aktien werden diese Anleger zu Teilhabern. Ihre Investition hilft dem Unternehmen zu expandieren und je erfolgreicher es wird, desto mehr seiner Aktien werden gekauft. Mit der Nachfrage nach diesen Aktien steigt auch deren Preis, wodurch sich die Kosten für potenzielle Käufer erhöhen und der Wert der Aktien im Besitz der Anleger steigt. Das zunehmende Interesse hilft dem Unternehmen, neue Projekte zu finanzieren und steigert seinen Marktwert, da es zeigt, wie viele Leute bereit sind, in seine Idee zu investieren. Wirkt ein Unternehmen jedoch aus irgendeinem Grund weniger profitabel, kann der umgekehrte Fall eintreten. Glauben die Anleger, dass der Wert ihrer Aktien sinkt, verkaufen sie, um noch Gewinn zu erzielen, bevor sie weiter an Wert verlieren. Wenn Aktien verkauft werden und die Nachfrage sinkt, fällt der Aktienkurs und damit auch der Marktwert des Unternehmens. Dies kann für die Anleger zu großen Verlusten führen, es sei denn, das Unternehmen wird wieder profitabel. Dieses Auf und Ab von Angebot und Nachfrage wird von vielen Faktoren, den Marktkräften, beeinflusst, wie zum Beispiel schwankenden Rohstoffpreisen, Veränderungen in der Produktion und fluktuierenden Lohnkosten. Die Anleger sorgen sich möglicherweise wegen Führungswechseln, schlechter Presse oder größerer Faktoren wie neuer Gesetze und der Handelspolitik. Außerdem sind viele Anleger bei Aktien auch einfach verkaufswillig, um persönliche Interessen zu verfolgen. All diese Variablen verursachen ein tägliches Marktrauschen, das Unternehmen mehr oder weniger erfolgreich erscheinen lassen kann. Und an der Börse führt der Anschein eines Wertverlusts oft zu Verkäufen und damit zu einem tatsächlichen Wertverlust. Das Vertrauen der Menschen in den Markt hat die Macht, alles von Wirtschaftsbooms bis hin zu Finanzkrisen auszulösen. Da diese Variable schwer vorhersagbar ist, ziehen die meisten Fachleute verlässliche langfristige Investitionen schnellen Gewinnen vor. Experten entwickeln jedoch ständig neue Instrumente, um ihre Erfolgschancen in diesem höchst unberechenbaren System zu erhöhen. Die Börse ist aber nicht nur etwas für die Reichen und Mächtigen. Dank des Internets können inzwischen auch normale Anleger genauso Aktien handeln wie Großanleger. Und je mehr Menschen über dieses komplexe System lernen, desto mehr können auch mit Aktien handeln, Unternehmen, an die sie glauben, fördern und eigene Finanzziele verfolgen. Der erste Schritt ist, zu investieren. Wie viel weißt du über den reichsten Mann, der je gelebt hat? Dürfen wir vorstellen? Mansa Musa. Ein König, der so reich war, dass er mit einem einzigen Besuch die Wirtschaft einer ganzen Region destabilisieren konnte.